Hallo Blasterfreunde, ich bin's wieder, euer Dom von Blaster Parts. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute mal einen großen Karton dabei. Das ist die Fortnite Blue Shock. Relativ großes Gewehr, kommt wieder aus dem Fortnite-Spiel. Gucken wir mal an, was das Ding so kann. Und los geht's. In dieser Schachtel war auch eine Anleitung, so wie immer. Der Blaster wirkt schon ein bisschen anders als auf dem Bild, aber irgendwie nicht schlecht. Ein Magazin, kennen wir schon von früher, diesmal allerdings in weiß. Kommt direkt hier unten rein. Und ein Päckchen mit Mumpeln. Da es sich hierbei um einen Flywheel Blaster handelt, wird der so noch nicht funktionieren. Da fehlt nämlich die Energie. In diesem Fall ist das Batteriefach hier hinten. Um da ranzukommen, brauchen wir einen Schraubendreher. Schrauben und rausheben. Rein kommen handelsübliche Doppel-A-Batterien. Auch immer einfach hier reinsetzen. Fach verschließen. Das bedeutet, er ist betriebsbereit. Jetzt können wir das Magazin laden. Das Päckchen mit den Darts habe ich jetzt schon mal aufgemacht. Da sehen wir hier gleich das Goodie, was uns auf der Schachtel versprochen wurde hier. Inhalte fürs Computerspiel. Die Darts sind hier wieder mit einer speziellen Farbe. So ein ganz, ganz helles Blau hat der Körper und die dunkelblaue Spitze. Ziemlich cool. Passend zum gesamten Blaster. Um die Darts jetzt ins Magazin zu befördern, schieben wir ihn von hinten nach vorne und drücken vorne mit dem Finger nach. So werden die Darts geschont und halten länger. Das Magazin passt 10 Darts. Was wollen wir an dieser Stelle immer wissen? Wie viel Leistung hat das Ding eigentlich? Zeit für einen Chronitest. Aber falls ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, wisst ihr, wie es geht. Ein Subscribe, ein Like oder ein Kommentar. Zum Beispiel blauer Blitz. Fände ich gut. Wir haben hier diesen Dartfänger. Der hat sich im letzten Video bewährt. Den benutzen wir wieder. Und ab geht's. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Leistung ist so wie immer ein bisschen unter 60 FPS, aber ich wurde ein bisschen abgelenkt. Ich weiß nicht, ob du siehst, wieso. Das Chroni sagt mir, ein klein bisschen über 50 FPS. Mit normalen Batterien ist dieser Blaster jetzt nicht gerade die Krönung der Leistungsfähigkeit, aber dagegen kann man was machen. Wir haben bei uns im Shop, Link findet ihr in der Videobeschreibung, die passenden Tuning-Akkus. Da könnt ihr noch ein bisschen was rausholen. Anderes Tuning-Zeug findet ihr auch dort. Sind übrigens auch schön blau, diese Akku. Wem blau jetzt aber nicht zusagt, für den habe ich eine Alternative. Hier, der kommt in dieser Schachtel und sieht im Prinzip genauso aus. Ist halt nur rot. Cooles Teil. Hier schön mit einem Alien drauf. Auch von Fortnite. Findet ihr beides bei uns im Shop bei blasterparts.com. Also, wir sehen uns im nächsten Video.